Das ist es. This is probably the most bizarre time capsule we've ever captured on this channel. Its secrets were long unseen, but we came here to uncover them. Ja, krass. Aber wir könnten die Leiter hier nehmen und mal da oben probieren. Siehst du noch einen Einstieg? Ja, da drin ist halt alles sehr einsichtig, sonst können wir die Garage auch probieren. Ja, wir wurden gewarnt, dass hier die Nachbarn sehr aufmerksam sind und die Polizei rufen können. Deswegen sollten wir lieber unauffällig bleiben. Oh, es ist eng hier. Everything was just left behind. But wherever you look, there are dead animals too. There are too many to count, seriously. They cover almost every square inch of this house. And when they ran out of space, they were even stored in the furniture. But whoever lived here wasn't just a hunter. Wie es aussieht, war das auch ein Arzt. Das ist sogar Anstaltsarzt. Das ist von einer Psychiatrie. Explore this eerie building with us. Let's find out the story of a very strange place. If you enjoy this kind of content, support us on Patreon to keep these videos coming. It feels like we're being watched when exploring this former home. There are eyes everywhere, monitoring all of our moves closely. But it's not just the stuffed animals. It's also the people in the photos left behind. Even the kitsch has eyes. With letters lying on the table, it appears as if the inhabitants could be back any moment. But no one lives here anymore. It's uncomfortable being here, to be honest. But curiosity prevails over our aversions. We'll be mindful of what we reveal about this place. Descendants of the former dwellers might still be alive today. To respect their privacy, we'll blur the photos of the offspring that we find in this house. We also won't go over any history of this building to protect this time capsule from being vandalized. It might be too easy to find the location otherwise. What's much more interesting anyway is what's left in this place. It's a unique style of interior, a mix of vintage and disturbing. Eigentlich wollte ich zählen, wie viele Tiertrophäen hier sind, aber allein in den ersten 2 Räumen waren schon über 70 und jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los. Warum hast du noch nicht gezählt? Nee, also ich gehe davon aus, dass hier mehrere 100 tote Tiere sind in dem Gebäude. Ja, easy. Allein in dem Raum sind da schon mindestens 50. Hier ist alles voll, sind ja überall versteckt auch. Seltsam, sorry. Aber ich kapiere es ehrlich gesagt nicht. Also, wie man das macht. Man stellt so die Tiere hier möglichst in ihren lebendigsten Posen dar, so als ob sie gerade irgendwo gut auf dem Ast gelandet sind oder so. Und das spricht ja irgendwie dafür, dass man diese Tiere schön findet. Auch wenn man sich damit seine ganze Bude vorstellt. Aber gleichzeitig sind das halt einfach nur ausgestopfte Leichen. Also eigentlich müsste es einen ein bisschen traurig machen, so ein brachial schönes Tier hier zu sehen. Es fliegt halt nicht mehr. Es wird wahrscheinlich auch, wenn es eine Trophäe ist, dafür gejagt. Also es wird einfach nur getötet, damit es dann hier hängt. Ja.
We're entering the office now. Probably the best place to learn about whoever lived here. The house is a hodgepodge of the most different items. And the family had money, that's for sure. Das ist Gewehrmunition, die auch noch nicht ausgelöst wurde. Und ganz komisch, die Spitzen sind irgendwie abgefeilt von 3 Stück davon. Wolltet ihr, dass die Tiere noch mehr leiden, wenn sie sterben? Der Primer ist noch nicht ausgelöst. Also wahrscheinlich funktionieren die noch. Das Buch, das passt auf jeden Fall zum Rest des Inventars, weil es geht um das Reichsjagdgesetz zum Jahre 34. Der Besitzer hier war ja anscheinend ein begeisterter Jäger. Russische Bücher. Ich habe hier gerade die Ausweisdokumente der letzten Bewohner gefunden. Da steht echt alles drin, wann, wo geboren, welcher Job. Der wäre jetzt bald genau 100 Jahre alt geworden. Für alle Staaten der Welt. Reisepass für alle Staaten der Welt? Ja. So, mal gucken, wo der überall hingereist ist. Jugoslawien. Hier ist wieder ein Visa für Slowenien. Und wie es aussieht, war das auch ein Arzt. Da gibt es noch ein anderes Dokument dazu. Das ist sogar Anstaltsarzt. Das ist von einer Psychiatrie. In diesem Haus gibt es unglaublich viele Medikamente. Ganz viele sind auch unverkäufliche ärztliche Proben. Und ich habe ein paar Sachen davon gegoogelt, um zu sehen, was das so ist. Und es sind sehr viele Psychopharmaka dabei. Wie alt sind die Sachen? Kannst du das einschätzen? Ja, schwer zu sagen. Aber 20, 30, 40 Jahre, glaube ich. Allein die Verpackungen, wie früher Medikamente designt waren, das sieht echt so cool aus. Wir sind jetzt hier im Nachbarzimmer, das scheint irgendwie so ein Nähzimmer zu sein. Und was hatte damals wohl jeder Arzt? So eine typische Arzttasche. Ja, schau mal rein. Eine ganz klassische Arzttasche. Blutdruckmessgerät. Ist das eine Infusion? Guck dir das mal an hier. Alle möglichen Tiere hat er gejagt. Nichts war vor ihm sicher. Guck mal da zu der Garage gegenüber. Das Nebengebäude, der Hof. Mhm. Warte mal. Ich könnte mal ein Foto machen und dann ranzoomen. Was so? Sind das Menschenfiguren oder sowas? Das sieht richtig realistisch aus. Tja, ich frage mich, was in dem Nebengebäude ist. Da kommen wir von hier leider nicht rein. Vor allen Dingen neben diesem restlichen Zeug, da liegt noch ein Grill und irgendwelche Abflussrohre und ein Bettgestell. Und dann einfach so lebensgroße menschliche Figuren.
Das sind auch echt exotische Viecher, nicht nur so heimisches Getier. Und wie soll das anders sein? Ich weiß nicht, ob du das von dort siehst, aber hier sind einfach mal noch 10 weitere Raubvögel so in die Ecke gedrängt. Ein Fisch, ich sehe noch ein Eichhörnchen. Ist lustig, dass die alle so stolz gucken, aber einfach da ist so ein Gefärcht hinten drin chillen. Das ist einfach eine Abnahmefläche für noch mehr Viecher, die scheinbar nirgendwo anders hingepasst sind. Ach was. This exploration is becoming increasingly unsettling. Why are there dead animals literally everywhere? Die Krabbe? Ja, Okay, we get it. These are made to look at, marvel and enjoy. hier ist der Seestern. But here, there is no one left who could. These are just skins, now rotting away in a dusty building. Taxidermy has a certain code of ethics, but killing more and more of these animals just to decorate your home all the way to the point where you have too many to display and some need to be stored in cubbyholes. Is this still art, or has it become pathological? Here, even mythical creatures were fabricated from dead animals, like this jackalope. What kind of diagnosis would the asylum doctor have given himself? And what's with all the drugs we found? Okay, we're getting very speculative now. But what we do know is that much of his taxidermy is already more than 100 years old. This may have been a family tradition actually. Or maybe most of it was just inherited by the doctor from the previous generation. Wenn man hier in die Kleiderschräge guckt, ist auf jeden Fall ziemlich extravagantes Zeug dabei. Aber auch passend zum Rest des Hauses ganz viel echten Fell. Mütze habe ich hier gefunden, diverse Schals und das krasseste, das hat man irgendwie früher schick gefunden, ist so ein komplettes Fuchsfell. Ich weiß nicht, warum man sich das um den Hals hängen will, aber schien mal Mode gewesen zu sein. Das war das Haus früher. Ich weiß nicht wann, es steht keine Jahreszahl drauf. Aber es erkennst du ganz klar. Hier sind wir vor uns drauf zugelaufen. Hier ist der Anbau, hier sind wir rein. Und was man hier auf den beiden Fotos nicht mitkriegt, ist, dass der Sohn von ihnen wahrscheinlich die ganze Zeit im Rollstuhl saß. Also so wie ich das gesehen habe seit Beginn seines Lebens. Das ist krass, weil das Haus ist überhaupt gar nicht rollstuhlgerecht hier. Also so überhaupt gar nicht. Going through these forgotten legacies, it seems the former residents had a wide range of interests. And also, they traveled a lot. Könnte man denken, dass es irgendwie aus Lateinamerika kommt, zumindest diese Textilmuster kenne ich von dort. Das ist eine Trinkflasche. Alles ist voll von irgendwelchen skurrilen internationalen Gegenständen. Überall im Haus. Hier ist eine afrikanische Figur. Überall sind Landkarten. Und wenn man sich die Bücher von denen anschaut, von den Menschen hier haben wir eine ganze Sektion, wo es um Raumfahrt und Weltall geht. Dann haben wir hier die wunderbare Welt der Sprachen und alles ist wirklich voll von diesem wissenswerten Kram. Even if it appears the home is still full of personal belongings and precious artifacts, the site has already been ransacked and looted several times. You won't find any more valuables. And the only reason there hasn't been more theft is because you're constantly under surveillance. Not just the neighbors have prying eyes. Nobody likes to be in here. On the contrary, you want to leave this place straight away. Therefore, isn't it obvious why this place is abandoned? There are many rumors circulating about this house, which we deliberately didn't mention. These include jail time and a family that fled abroad. But we don't believe all this, because we haven't found any evidence. All the people have lived here, that's for sure. By the time they passed away, their children had long since started their own families. They didn't want to move back to their parents' home, to the place where they grew up. And there's a reason for that. In fact, there may even be hundreds of them.
What's your take on taxidermy? This profession probably still has a purpose today, but what you've seen in this video, wasn't that a bit too much? And besides that, what do you think is the story of this abandoned home? We showed you many clues, and now we want to hear your theories. Stay curious and keep exploring.